Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine taktische Weste von der Firma Blackhawk. Hier ein Modell aus den frühen 90er Jahren und zwar die UAV, die Urban Assault Vest. Die Weste, die hier gezeigt ist, ist ein Modell von 1995, beziehungsweise die Ausführung von 1995. Die sind, wie es bei allen anderen Westen etc. so üblich ist, ja immer mal wieder ein bisschen geupdatet worden. Auf die Updates, die dann später gekommen sind, gehe ich dann aber noch im Detail ein. Ja, wir haben wieder eine schwarze Weste, ist ja auch relativ selten im taktischen Bereich, habe ich ja schon öfter erörtert, woran das liegt, wieso, weshalb, warum. Das Ganze aber hier und gerade als Sammlerstück für den Global War on Terror ganz interessant, weil es noch einen kurzen Zeitraum gibt, wo diese Westen getragen wurden. Mir sind irgendwann mal Bilder aufgefallen aus der Anfangsphase des Afghanistan-Konflikts, wo man ein paar Angehörige einer Special Forces Group sieht. Die genaue Special Forces Group ist mir nicht bekannt. Dort trägt ein Soldat ein Modell in Schwarz und dann gibt es noch andere Bilder von einem Soldaten, der eine in Oliv trägt. Des Weiteren ist auf einem anderen Bild zu sehen eine Person in ziviler, ja, ich sag mal so Outdoor-Tactical-Kleidung, die ebenfalls dieses Modell trägt in Schwarz. Gibt es zwei Referenzen zu. Aufgrund der Bewaffnung eine kurze Ausführung vom M4. Ja, also gut, von diesen ganzen M4, M16-Versionen, die haben ja alle komische Namen und irgendwelche Bezeichnungen. Da bin ich jetzt nicht super firm drin. Ich sag mal so, der Grundaufbau ist so Modell Colt M733. Also eine ganz kurze Kommando-Version, wie es auch so oft heißt. Aufgrund des Zeitraums und der Bilder etc. gehe ich jetzt mal davon aus, dass es Angehörige der CIA sind. Welche genaue Spezialisierung die dort haben, kann man leider nicht sagen. Zum anderen sieht man diese Weste noch mit Force Recon Marines. Gibt es ein paar Fotos, da wird die Weste in Oliv getragen. Und dann noch ein sehr schönes Foto in Tan, also diesem hellen Beige. Wo das ein Special Forces Angehöriger trägt, der auf einem Pickup hinten drauf setzt. Dann gibt es noch ein paar modernere Referenzen und zwar von der US Air Force, dort von EOD-Personal und von US Air Force Security Forces, wo diese Weste dann noch im Einsatz ist. Eine weitere Referenz ist auch noch ein Bild aus dem Law Enforcement Bereich, wo ein Polizist diese Weste trägt, aber ansonsten ist es doch eher rar verteilt. Zum anderen habe ich die Weste dann irgendwann nochmal in meinem Sammelsurium am Soldier of Fortune Magazin wiedergefunden. Dort ein kleiner Beitrag, wo die Weste beworben wird. Meine ich, war aus dem Jahr 1994. Bei diesem Stück hier ist eine kleine Besonderheit und zwar hat die im Label, das gucken wir uns nachher im Detail an, das Logo von US Cavalry eingenäht. Ich zeige das Ganze mal. Und zwar ist das der Reiter auf dem Pferd. Hier eine Ausgabe von 1995, deren Katalog. Und hier haben wir auch das große Glück, wie schon gesagt, die Weste ist von 1995, dass die Weste hier mit abgebildet ist. Hier steht nicht der Hersteller mit bei. Also ich gehe davon aus, dass die Firma US Cavalry einen extra Auftrag gegeben hat an Blackhawk, so und so viele Westen herstellen zu lassen, weil es gibt auch noch andere Produkte, zum Beispiel von Eagle Industries hier drin, die sind aber als Eagle Industries markiert. Nur bei den Blackhawk Produkten fehlt das und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein extra Contract quasi für US Cavalry war. Die Weste hier hat damals 249,95 Dollar gekostet. Das war 1995. Heutzutage wird das Modell schon lange nicht mehr hergestellt und man findet die ab und zu nochmal, sind nicht sonderlich gefragt, gibt es eigentlich relativ günstig mal. Vom Aufbau her ist es nicht die klassische Assault Vest aus der Omega-Serie, die wir von Blackhawk kennen, wo ich auch schon das ein oder andere Video zu gemacht habe, sondern wir haben hier wirklich ein eigenständiges Produkt, wo man auch nochmal ein paar ältere Wurzeln drin erkennen kann, was den ganzen Gesamtaufbau angeht. Dann haben wir die Weste jetzt mal hier. Und zwar fangen wir einfach mal in der Mitte an. Was ist schon mal direkt auffallend für diese Blackhawk-Westen und diese ganzen taktischen Westen der 80er, 90er, sag ich mal. Wir haben hier keinen Reißverschluss, der das Ganze in der Mitte schließt, sondern Fastex, also keine Fastex, das sind hier irgendwie ist ein anderer Hersteller. Das ist hier Nexus. Also Plastik-Schnellverschlüsse.
Die sollen halt ermöglichen, dass man die Weste auch mit einer Schutzweste drunter tragen kann und das Ganze halt nochmal möglichst verlängern. Kann man auch wieder zuziehen. Wir haben hier wieder die Gummibänder, um so ein bisschen die Schnur, die Bänder zu managen. Genau. Dann gehen wir zu den Magazintaschen. Wir haben davon 4 Stück. Das sind Doppel M4 M16 Magazintaschen. Passt aber auch jeweils ein 762, also bei den Amerikanern M14 Magazin oder ähnliches rein. Die Taschen sind hier noch rund. Die späteren sind dann eckig und auch aus anderem Material. Hier haben wir Klett zum Schließen. Die Deckel sind auch fest vernäht. Bei den späteren Ausführungen kann man das wie bei den anderen Blackhawk Sachen auch hier verschieben, um nochmal anzupassen. Also einfach tiefer kletten oder höher. Hier im Inneren ist wieder elastisches Gurtband vernäht, was das Ganze wieder komprimieren soll. Wie man das aber sonst auch schon kennt. Ach ja, und hier natürlich wieder bei allen Taschen die Wasserablaufösen. Wie gesagt, 4 Stück davon. Im oberen Bereich haben wir hier für Pistolenmagazine eine 3er Magazintasche. Nichts Besonderes, auch wieder Klett, noch kein Einsatz oder ähnliches irgendwie drin. Kommen die Pistolenmagazine rein. Das war's. Darüber, wie man das auch kennt vom Design her schon, die Kompass, ja, First Aid Tasche. Bei First Aid ist dann immer halt nur gemeint, dass da eine Bandage reinkommt. Mehr auch nicht. Aber die Grundform kennt man ja auch zum Beispiel von den Alice-Taschen. Gegenüberliegend haben wir die Mehrzwecktasche. Auch hier ist im Inneren nichts. Einfach eine kleine Mehrzwecktasche, um irgendwie nochmal Notizkram oder sowas mit reinzupacken. Im unteren Bereich haben wir wieder wie üblich die Gürtelhalterung. Hier noch, ohne dass der Knopf abgedeckt ist, wie das später der Fall ist. Gürtel durch, festkletten und mit Druckknopf sicher verschließen. Hier oben haben wir das, was ich vorhin schon erzählt habe, und zwar das Logo von US Cavalry und hier das alte Blackhawk Label. Da sieht der Adler noch ein bisschen anders drauf aus. Vom Design her alles noch ein bisschen unterschiedlich. Das hilft einem auch mal ein bisschen, das Ganze zeitlich einzuordnen. Im Inneren haben wir erstaunlicherweise nichts. Gut, ist auch erst meistens später gekommen, dass hier nochmal Kartenfächer oder sowas eingenäht wurden. Aber hier haben wir einmal nichts. Hier sieht man jetzt auch ganz schön, dass die Weste nicht aus mehreren Teilen besteht, sondern aus einem Teil. Normalerweise ja hier durch Bebänderung in der Größe zu verstellen, hier ein komplettes Stück. Dann gehen wir mal auf die Seite. Hier sind einfach wieder Zurbänder, um das Ganze nochmal in der Weite zu verstellen. Es wird einem aber genug Platz gegeben, um hier gegebenenfalls noch was drunter zu klemmen und festzuzurren. Die andere Seite ist identisch. Da ist auch nur die Möglichkeit, die Größe zu verstellen, wie man hier sieht. Mache ich mal eben weiter, damit das ein bisschen mehr Einblick gibt. So, kommen wir zum Rücken. Die Seiteneinstellung habe ich gezeigt. Die Schultereinstellung wird hier oben vorgenommen, auch über Klett. Dann haben wir hier diesen Doppel-D-Ring. Das nehmen wir da mal eben raus und dann kann man das Vorderteil abkletten, aber es bleibt hier unten immer noch permanent miteinander verbunden. Also hier oben die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen über das Klett zu regulieren. Und dann für sich einzustellen. Hier haben wir gleich wieder den Berge-Tragegriff. Kennen wir halt von sämtlichen Westen, wo es so ist. Und darunter den Hydration Pouch. Der ist primär gedacht, um eine Wasserblase mitzuführen. Da haben wir dann hier vorne die Klappe ein bisschen offen, dass auch der Schlauch rausgehen kann und hier oben über das Routing nach vorne zu bringen. Im Katalog ist noch angegeben, dass das natürlich auch genutzt werden kann für Breaching-Tools etc. Aber halt ganz normal kann man ja für alles im Notfallzweck entfremden und hier noch was mit einschieben. Dann haben wir hier die aufgenähte Funkgerätetasche, relativ groß für die alten Klopper, die es halt früher gab. Wird auch nur mit Klett geschlossen. Hier eine kleine Aussparung für die Antenne, macht das Ganze auch minimal
begrenzt ist ein bisschen für die Modelle. Später waren die, also früher gab es diese Taschen in 2 Versionen mit der Aussparung hier, Aussparung hier. Irgendwann hat man sich das Ganze einfach sein lassen und hat auf beiden Seiten eine Aussparung gemacht, dass einfach der Deckel hier ein bisschen dünner war und dann konnte man die Antenne vorbeiführen, wo man wollte oder wie das Funkgerät es hergegeben hat. Hier haben wir dann das Routing für PTT, also für die Kabel vom Funkgerät, die dann nach vorne gehen. Und das war es dann auch schon zur Urban Assault Vest von Blackhawk. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.